Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns seit langer Zeit mal wieder hier zurück auf W50, auf meinen grünen Ork-Krieger, ja, der mittlerweile Stufe 537 erreicht hat. Ich bin sehr stolz auf die Leistung und ja, es wird mal wieder Zeit. Lang ist es her. Wir gehen hier auf den Account mal wieder in die Dungeons rein, ja, denn es ist einiges offen. Ich mache ja zwischendurch hier keine Free Tries oder so, ich hebe mir jeden einzelnen Dungeon hier auf dem Server für Videos auf, also alles, ja, jeden einzelnen Dungeon, der bisher gefallen ist, ich glaube zumindest die meisten, 90% sag ich mal, habe ich auf Video oder in Streams festgehalten und ja, der Server ist nach wie vor immer noch sehr aktiv, die Konkurrenz ist auch noch ziemlich stark, muss man mal so sagen. Aktuell ist Crit Happens mit Abstand auf Platz 1, gefolgt von Death Valley, dann Knights Husseini auf Platz 3 und wir haben uns jetzt auf Platz 4 gefestigt. Die Hungry Hippos haben keine Chance mehr gegen uns. Großartig. Sie hatten ab und zu mal es geschafft, einen Angriff abzuwehren. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, Angreifen, von Angriff ist gar nicht die Rede. Also Angriffe schaffen sie gegen uns ja, gar nicht. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Hungry Hippos immer ein bisschen abzufarmen. Und genau, wir haben zwar auch nicht hier und da so die allerbeste Anmeldequote. Ja, allerdings schaffen wir es trotzdem mit weitem Abstand die Hungry Hippos auch noch zu besiegen. Hier zum Beispiel 44, ja, wir schwanken so zwischen, ja, weiß ich nicht, es ist unterschiedlich. Ja, manchmal haben wir, ab und zu haben wir es auch schon gehabt, dass wir vielleicht auch nur 42 Leute hatten, die angegriffen oder die sich gemeldet haben, aber sonst haben wir auch so 47, 48, so, ne, also ist unterschiedlich. Die Kampfzeiten werden auch, ja, hier und da unterschiedlich gestartet, weil wir halt eben die Hungry Hippos auch abfahren wollen und die Leute sind relativ schnell, sag ich mal, dabei auch die Gilden anzugreifen und dann haben wir dann auch keinen Platz mehr und ihr seht schon, wir sind hier gerade mal beim 34. Member und die sind hier jetzt schon beim letzten, jetzt sind wir hier beim 37. Ne, hier und ja, also gar keine Chance, großartig gegen uns hier zu gewinnen. Deswegen wir gefestigt auf Platz 4, mit Abstand würde ich auch noch sagen, so zu den Hungry Hippos und ja, das mal so zur aktuellen Lage. Gilde nach wie vor immer noch sehr aktiv. Ein, zwei Leute sind dabei, die mal vielleicht einen Tag fehlen oder so. Kann man noch drüber hinwegschauen, denn am Ende des Tages sind wir jetzt nicht mit der Gilde drauf aus, hier irgendwie Platz 1 zu belegen, sondern einfach eine schöne, ja, feste Gemeinschaft mit der Gilde zu haben, die über lange Zeit zusammenhält und zusammen spielt. Und ja, das zeigt sich halt auch eben daran, dass die Warteliste, die wir führen, ja, fast gar nicht angetastet wird. So, also wir haben ein, zwei Leute auf der Warteliste so, ne? Allerdings ja, ist hier schon jetzt sehr lange Zeit, ich würde jetzt schon sagen, ja, fast schon Monate, würde ich fast sagen, keiner mehr gewechselt worden, weil alle wirklich aktiv am Spielen sind und deswegen ja, haben die Leute auf der Warteliste auch eine ziemlich lange Zeit vor sich, bevor sie in die Holzfällerhütte reinkommen können. Ja, aber falls ihr da draußen jemand seid, der, ich sag mal so, ja, ich sag mal den untersten Anschluss, sag mal so, ja, 430 Minimum sollte schon sein, hier in die Gilde rein möchte und auf die Warteliste gesetzt werden will, ne, der kann das sehr gerne tun und mich auch anschreiben und dann könnt ihr ja auf die Warteliste kommen und dann eventuell in ein paar Jahren dann mal bei uns spielen. Wirklich, es ist schön auf jeden Fall, das sind Probleme, die hat man gerne, muss ich sagen, als Gildenleiter, dass die Warteliste lange Zeit nicht angefasst wird. Genau, jetzt hat ja auch der Paul wieder angefangen zu spielen auf W50 hier, der in der längsten Dungeon-Pause der Welt sich befindet, hatte ja damals aufgehört, hatte gequittet gehabt hier auf W50, jetzt zieht er wieder durch, hat schon Level gemacht, ist natürlich weit weg von den Statpunkten jetzt natürlich, ne? Allerdings ja, hat er schon ein paar Plätze auch wieder in der Ehrenhalle gut gemacht und früher oder später, ja, kommt er dann vielleicht auch wieder in die Holzfällerhütte rein, wenn er sich Mühe gibt, wenn er durchzieht. Jetzt macht er erstmal seine Dungeon-Pause weiter, wo er jetzt aufgehört hatte vor, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube so 2 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Und ja, als er die Holzfällerhütte verlassen hat.
Und ja, mal schauen. Bin ich sehr gespannt auch auf seinen Progress hier auf dem Server. Ob er durchzieht oder ja, ob wieder, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Pause eingelegt wird und die Dungeon-Pause noch weiter verlängert wird. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja, Blau gegen Grün hier auf dem Server. Also ja, ich muss sagen, ist schade. Wir hatten ja wirklich unter gleichen Voraussetzungen gespielt. So, ne? Und deswegen, ja, wir hatten die gleiche Klasse gehabt. Und einer hatte halt eben Dungeon-Pause gemacht, das war der Paul. Ich habe meine Dungeons weiter durchgezogen, habe keine Pause gemacht und wollten halt im Praxisvergleich sehen, okay, wie viel bringt das jetzt nun, Dungeon-Pause zu machen und was nicht. Ne? Am Ende des Tages hat man trotzdem das sehen können. Ihr seht es an Meister G zum Beispiel, der 545 ist. Natürlich kenne ich von den anderen Leuten die Kosten nicht so. Bei Paul und mir war es halt wirklich komplett gleich, weil wir beide gesponsert sind. So, ne? Deswegen haben wir die komplett gleichen Voraussetzungen gehabt. Oder bei anderen Leuten hier auf dem Server, die ja auch Dungeon-Pause gemacht haben. Ne? Wir hatten ja zum Beispiel auch ein Video gemacht mit dem Tim, ne? Von Crit Happens hier. Den Tim Hot Tub, nenne ich ihn immer liebevoll, der jetzt auch bald 555 ist hier. Jurikson, auch ein sehr, sehr, sehr starker Spieler. Ja, da muss man auch mal lobende Worte finden hier. Nicht nur auf dem Server, sondern halt auch auf vielen anderen Welten ist er einer der Top-Spieler und ja, ist jetzt hier auf W50 auch wirklich, ja, ganz, 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 ganz vorne mit dabei. Auch jetzt der Levelhöchste hat sogar Tim vom Level her überholt und von den Stat-Punkten her einfach nur krass auf jeden Fall. Und ja, genau. Wir gehen aber heute jetzt in die Dungeons rein. Ich habe mir ein paar Gegner aufgeschrieben, die wir heute besiegen wollen. Ne? Das Ganze mit SF-Tools ausgerechnet, die Prozentchancen. Ne? Habe ich mir mal die Mühe gemacht und mal wieder eingelesen. Habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr. Und ja, wer das Ganze wissen will, wie es funktioniert, in meiner Tipps- und Tricks-Playlist auf YouTube, da habe ich unter anderem auch gezeigt, wie man sich mit SF-Tools hier die Dungeon-Chancen ausrechnen kann. Könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und genau, wir fangen am besten mal an. In der Taverne der dunklen Doppelgänger, da befinden wir uns bereits schon. Der Gegner hat eine 67-prozentige Chance, dass er fällt. Oh, ich dachte jetzt First Try. Ich muss mal gucken, bevor wir das machen, immer noch mal ein kleiner Kontrollblick. Okay, alle meine Begleiter plus mir haben Verzauberungen drauf, das ist immer noch mal wichtig zu checken. Und ja, jetzt lösen wir mal unsere kleine, in Anführungszeichen, sag ich mal, Dungeon-Pause auf. Denn wie gesagt, ja, ich habe hier schon ewig nicht mehr Dungeons gemacht. Es macht aber auch keinen Sinn, die großartig weiter aufzubewahren, weil umso schneller ich jetzt höher im Level komme, umso mehr Gold kann ich auch verdienen. Ne, bis zu 632 geht das Ganze und da ist halt das Cap, deswegen für mich als Goldspieler jetzt halt wichtig, so viele Level wie möglich zu machen. So, Mount Olympus ist dann der Gegner Nummer 2, den wir hier als nächstes legen. So, und dann schauen wir mal, ob er hier auch relativ schnell machbar ist. Also, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal hier auf dem Account, da ist er auch schon down, die Medusa, ja, wann ich das letzte Mal auf dem Account hier Dungeons gelegt habe, ist es wirklich schon sehr lange her. Wie gesagt, man sieht es ja an den Prozentchancen hier, wir haben uns gut verbessert, es liegt bestimmt auch der ein oder andere Leggy-Dungeon dazwischen. Nordische Götter kommt als nächstes ran, wo haben wir ihn hier, so. Zack, die Midgard-Schlange. Und deswegen, ja, wurde es auf jeden Fall mal wieder Zeit. Hier haben wir sogar eine Waffe für einen Kundi. Ja, ja. Aber die ist ja von der Spanne deutlich besser. Hat jetzt 22 Stat-Punkte weniger. Aber ich glaube bald, also ich tangiere jetzt schon bald dazu, die zu nehmen, ne? Also ist natürlich ein Epic. Wir haben hier ein Leggy-Item drin, deswegen 22 Punkte minus. Aber die Spanne macht eigentlich so viel mehr aus, dass wir... Ja, und der Durchschnittsschaden plus 60, ne? Ist halt besser. Die nehmen wir. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Aber ich nehme die. Also ich rüste die aus. Also ich füge da jetzt einen Edelsteinsockel hinzu. Ja, das mache ich. Hat ja auch eine Top-Rune, also von daher... Oh, und dann kriegst du noch einen schönen Edelstein hier. So, 200 Stat-Punkte auch nochmal besser. Da ist das sowieso, da ist doch sowieso dann drauf geschissen hier auf diese 22, ja. Tut mir leid wegen der Ausdrucksweise jetzt hier, der Fäkalsprache hier drauf gecodet hier, ne. Aber ich glaube, das scheppert doch schon mehr mit der Spanne. Nochmal ein kleines Upgrade gemacht hier an der Stelle. Leider kein Gold. Dann müssen wir halt eben kurzerhand
Mal ganz kurz den greifen ließen, ja. Kann man sowieso nicht lang genug haben hier, also von daher haben wir mal ganz kurz hier mal, haben wir uns mal ganz kurz gegönnt. So, Midgard-Schlange haben wir besiegt, daher haben wir den Bogen. Ja, nordische Götter, der Fenriswolf kommt direkt hinterher und sind jetzt nochmal gleich, denke ich mal, ein bisschen besser aufgestellt durch die Verbesserung plus auch den Edelstein in der Waffe der Kunigunde. Obwohl man dazu sagen muss, natürlich in der Waffe zählt der bei dem Begleiter natürlich nicht doppelt, der Stein, im Gegensatz dazu, wenn man den selbst ausrüsten würde. So, ein Intelligenz-Item. Oh, plus 80. Auch bessere, warte mal, was haben wir denn hier? Blitze. Na, das passt ja wie Faust aufs Auge, ja. Tja, nehmen wir doch mal direkt. Was ist das denn? Ja, das ist ja sehr lucky. Ich will hier nicht meine allerbesten Steine verwenden, deswegen nehme ich mal einfach den schlechtesten von denen. Ja, haben wir nochmal gleich ein bisschen mehr Platz im Inventar hier. So, und hier können wir nichts mit anfangen. Das muss ich mir für morgen aufbewahren, dass ich das zerlegen kann. Leider schon unsere Zerlegpunkte heute aufgebraucht. Ja, und nächster Dungeon und dann haben wir schon gleich das nächste Level. Das ist natürlich sehr nice. Kalender-Level-Up haben wir auch bald und dann sind wir schon bald auch Stufe 540. Das ist nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Und aber erstmal, wen haben wir denn hier? Die Schule ist Zauberschulen-Express. Wir sind heute drauf und dran, ein paar Dungeons zu besiegen. Belegen tun wir die auch, wie frisch gemachte Brötchen. Aber, oh, sehr schön. Da haben wir ihn schon down. Geil, geil, geil. Ja, das läuft sehr gut. Achievement freigeschaltet, akademische Weihen, Zauberschulen-Express in der Schattenwelt bezwingen. Sehr schön. Haben wir den auch live im Video hier festgehalten. Nice, freut mich. Wir haben eine Waffe mit ähnlicher Spanne. Oh, die ist nochmal ein Stück besser, aber das ist es jetzt nicht wert, das nochmal zu equippen hier. Also ganz und gar nicht. Das macht hier denn doch nichts aus. So, ich bin aber trotzdem sehr zufrieden mit der Waffe, die wir jetzt haben auf der Kunigunde. Haben wir den. Und jetzt, okay, jetzt haben wir die leichten Gegner haben wir besiegt. Jetzt kommen die schwierigen Brocken dran. Ich mache auch nur noch hier den Asche-Mountain. Den nehmen wir noch mit. Aber hier scheppert es ja wieder ordentlich rein. Also hier gehe ich nicht ran. Also die mache ich nicht. Ja, das ist mir zu risky hier. Warte mal, wo war der jetzt hier? Der Necromancer Ascheberg. Okay, der Endboss, der Nekromant. Ja, hat ich würde noch sagen, machbare Chance, dass der liegt. Allerdings ist das schon natürlich ein deutlicher Unterschied zu dem, was wir davor hatten mit 10% oder so. Trotzdem, ja, ich muss gar nichts dazu sagen. Gut gegen böse. Trotzdem tryen wir ihn und da ist er auch schon down. Ascheberg in der Schattenwelt bezwingen. Haben wir direkt uns 2 Achievements heute gesichert. 2 Dungeons komplett bis zum Ende durchgespielt hier auf W50. Das ist sehr nice, sehr, sehr cool, das freut mich. Die nächste Waffe ist am Start. Runen haben wir hier auch alle auf Max, ne? Dass wir jetzt hier nicht uns irgendwie einen Lapsus erlauben. Sehr nice, Alter. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge mal wieder, denn die Dungeons werden deutlich weniger. Vorher sah das noch hier viel freundlicher aus, was die Dungeons anging. Sehr viel Auswahl. Jetzt ist es leider nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir nur noch 3 Dungeons offen. Einer öffnet sich ab Stufe 600 hier oben. Ne, da bin ich ja gerade mit meinem Main dran, da ein bisschen durchzurasieren, aber ist auch schwer. Wir versuchen mal Sutur. Wir gucken uns mal ein paar Tries an. 0,12er Chance hat er hier, ist ein Bersi. Aber ich glaube, dass wir hier noch nicht uns so große Chancen ausrechnen, denn SF Tools hat uns keine großen Chancen ausgerechnet. So einfach ist es. What? Alter, was? Na. Oh, das mache ich aber hier zu gerne. What the fuck, Alter. Wir haben 3 Dungeons besiegt. Die Sutur fiel jetzt, vor allen Dingen wie schnell. 0,12 ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ich meine, ist jetzt bestimmt ein bisschen höher gegangen durch unser Upgrade jetzt hier zwischendurch. Aber lass das vielleicht 0, ja, was hatten wir davor? Was war, ja, toll. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber lass ihn vielleicht 0,05 oder so stärker jetzt gewesen sein. Alter,
Drittes Achievement freigeschaltet. 3 Dungeons durchgespielt jetzt hier heute in dem Video. Holy shit. Loki, nordischen Götter in der Schattenwelt bezwingen. Alles live festgehalten im Video. Die Chance war wirklich nicht sehr hoch und dafür haben wir ihn mit sehr, 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 sehr wenig Versuchen tatsächlich geschafft. Also das ist eigentlich nicht der Regelfall, aber ich beschwere mich nicht, ja? Alter, ist das geil. Surtur, Junge. Boah. Ja, nice, Alter. Ja, damit haben wir nur noch 2 Dungeons offen. Ja, und gehen wir doch mal direkt rein in die 0,02er Chance hier, ne? In der Taverne der dunklen... Oh, Inventar voll. Dunklen Doppelgänger hier. Was haben wir hier? Das ist eine Verschlechterung, das wollen wir nicht haben. Wir schmeißen mal irgendwas weg hier, das ist für 2 Millionen. Oh, das hat nur 1, das kann auch weg hier. So, haben wir ein bisschen Platz? Ja, aber jetzt ist hier Feierabend, ja. Also 0,02, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten hier. Die Tries, die baiten auch mehr rein, als sie sollten. Die sehen teilweise echt gut aus, die Tries. Aber das baitet, glaube ich, hier ein bisschen rein. Deswegen, nee, da bewahren wir uns das noch ein bisschen auf. Wir wollen ja nicht unser ganzes Schießpulver auf einmal vergolden hier. Das haben wir heute schon mehr als genug gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier so viele Gegner noch wegklatschen. Also wirklich drei Dungeons durchgespielt. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gegner besiegt mit jeweils 300 Millionen XP, die wir bekommen haben. Insgesamt 7000 Gold, die wir uns erfarmt haben hier. Das ist das, was auf jeden Fall zählt. Jeder Dungeon 1000 Gold, das scheppert ordentlich in der Portokasse hier. Ja, aber sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Mal wieder seit langer Zeit eine schöne Dungeon-Gemetzel-Folge. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall beim Zuschauen genauso viel Spaß gemacht, mindestens genauso viel Spaß wie mir beim Spielen. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so hart durchstompen durch die Dungeons, aber jetzt sind wir nochmal ein gutes Stückchen weiter hier auf W50, ein Server, der mir neben meinem Battle Mage und meinem Mage immer noch sehr, 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 sehr viel Spaß macht unter der Leitung hier. Ja, in der Holzfäller Hütte und wirklich sehr, sehr schöne Sache und mal schauen, wie das hier auf W50 noch weitergehen wird. Sehr schöner Server, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.